So, da müssen wir natürlich weiter drüber sprechen. Zugeschaltet ist Professor Oliver W. Lemke, Politikwissenschaftler. Schönen guten Tag, Herr Lemke. Guten Tag. Guten Tag. Also man weiß ja gar nicht wirklich, wo man anfangen soll. Die Ereignisse überschlagen sich ja nun seit gestern. Fangen wir vielleicht mal mit der Frage an. Also das Ampel-Aus jetzt, ist das ein gutes Signal für Deutschland oder zu diesem Zeitpunkt eher ein schlechtes? Wie schätzen Sie das ein? Ja, also ich glaube, es ist der Sieg sozusagen der roten Linien über mögliche Kompromisse. Es wäre schon denkbar gewesen, dass die Ampel noch einiges auf den Weg bringt, was für Deutschland auch gut gewesen wäre. Insbesondere die Einzelmaßnahmen in dem Wirtschaftsförderungspaket wären ja eine gute Idee gewesen. Und andere Dinge mehr. Also das wäre schon denkbar gewesen. Aber jetzt hat die Parteitaktik eben halt über die staatspolitische Verantwortung gestern Abend jedenfalls deutlich gesiegt. Und dann ist es schon sinnvoll, dass jetzt aber auch schnell abgewickelt wird. Also eine Verlängerung sozusagen dieser Hängepartie und auch der Minderheitsregierung, die ja die Ampel im Moment ist. Also das ist ganz bestimmt kein gutes Signal, zumal ja die internationalen Bedingungen sich massiv sofort verschärft haben, quasi in derselben Sekunde, in der Deutschland handlungsunfähiger wird, sagen wir mal. Ja, wächst der Druck auf Deutschland maximal an. Und aus der Situation muss man dringend rauskommen. Es ist wie bei Streits üblich, der andere zeigt immer mit dem Finger auf den anderen, der beteiligt ist. Hier sind es drei, die gegenseitig mit dem Finger aufeinander zeigen. Wer hat aus Ihrer Sicht denn jetzt tatsächlich Schuld am Ampel-Aus? Ja, schön wäre es eigentlich, wenn wir diese Schuldfrage hinter uns lassen könnten, weil alle Beteiligten eine Koalition eingegangen sind, von der sie eigentlich hätten wissen müssen, dass sie sehr fragil ist. Sie haben am Anfang so getan, als ob gesellschaftspolitische Einigung, ein bisschen Cannabis rauchen, Transgesetz etc. pp., Staatsbürgerrecht, solche Sachen, dass das irgendwie reicht. Dabei war ja von vornherein klar, 2 Denkschulen, sagt jetzt Lindner. Also das hätte man vorher wissen können, nicht wahr? Es war von vornherein klar, dass man in den entscheidenden Fragen Staat, Wirtschaft, welche Aufgabe hat der Staat sozusagen interventionistisch oder Ordnungsrahmen, in der Wirtschafts- und auch in der Finanzpolitik, dass da in der Tat Gräben liegen und dass man von vornherein eigentlich das versucht hat zu übertünchen. Das ist eigentlich das Versagen aller Beteiligten. Sie sind mit falschen Voraussetzungen gestartet. Sie haben sich selber getäuscht. Und dann wurde eben halt mit dem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt, in dem man sozusagen plötzlich ein 60-Milliarden-Loch vorgefunden hat, wurde deutlich, dass man jetzt ran muss an die Priorisierung, worum es eigentlich geht. Und dann wurden halt die ideologischen und programmatischen Unterschiede sehr deutlich. Und seitdem hängt die Ampel zwischen Baum und Borke. Bei einem Mann sind die Unterschiede dann offensichtlich nicht ganz so groß, die Gräben nicht ganz so tief. Es geht um Volker Wissing. Wie schätzen Sie diese Personalie jetzt heute ein? Er verlässt die FDP, um Minister in dieser zerrütteten Regierung zu bleiben. Das muss man erst mal verstehen. Ja, das ist ein Kuriosum, würde ich sagen. Offenbar ist ihm die Restlaufzeit seines Ministeramtes wichtiger als seine weitere politische Karriere, denn die ist danach eigentlich vorbei. Vielleicht gibt es im Land noch irgendwo eine Möglichkeit, wo Herr Wissing auftauchen kann, aber im Grunde genommen bedeutet das eigentlich, er ist vorbei mit der Politik. Er wird vielleicht in der freien Wirtschaft irgendetwas danach anschließend machen können. Aber diese Entscheidung, die ist wirklich kurios. Er verscherzt es sich ja gewissermaßen eigentlich mit allen möglichen Koalitionspartnern, die da noch so auf ihn warten könnten auch. Und der entscheidende Punkt ist ja auch im Prinzip, dass er die Narration von Lindner maximal beschädigt. Also bei diesem Blame Game ist im Prinzip der Wahlkampf ja schon eröffnet. Und dazu gehört natürlich auch irgendwie die Geschichte, wer schuld war und die Erzählung über die eigene Leistung und so weiter. Wenn sich jetzt der Wissing hinstellt und sagt, also eigentlich ist das, was mein Parteivorsitzender da gemacht hat, grundfalsch, deswegen trete ich aus und bleibe in dieser Rumpfregierung, dann ist das beschädigt Lindner, das beschädigt die FDP und das wird ihm sicherlich ein paar sehr böse E-Mails einbringen. Herr Lemke, Rumpfregierung, schönes Stichwort, weil eigentlich steht Deutschland hier ein paar Wochen vor dem Ende des Jahres vor noch einer großen Entscheidung. Haushalt, der wird höchstwahrscheinlich nicht zustande kommen. Aber was heißt denn das ganz praktisch? Zum einen die Politikfähigkeit dieses Gebildes, das wir da in Deutschland gerade haben, und zum anderen auch die Entscheidungsfähigkeit mit Perspektive auf das kommende Jahr.
Ja, das ist genau der Grund, weswegen jetzt Tempo gemacht werden muss, um aus dieser Minderheitsregierung rauszukommen. Und das ist ja nicht so ganz einfach nach den Regeln des Grundgesetzes. Also, es gibt keinen neuen Haushalt. Das ist deswegen schlecht, weil zwar irgendwie Personalkosten weiter gezahlt werden können, aber die Investitionen, die Förderungen, die Maßnahmen, das ist ja auch etwas, was sozusagen den Wirtschaftsminister massiv stören müsste eigentlich. Das ist ja im Grunde genommen eigentlich alles nicht denkbar. Und Einzelmaßnahmen sind denkbar, aber die sind dann jeweils abhängig von der Mehrheit, von einem Mehrheitsbeschaffer der CDU. Und die hat ja schon sehr deutlich gemacht, sie will nicht diese Funktion erfüllen, Mehrheitsbeschaffer zu sein. Und Merz hat ja auch schon einen gewissen Weg sozusagen gewiesen, wie man vielleicht miteinander zusammenkommen kann. Ein Rest sozusagen des Rumpfkabinetts kann sich zusammenfinden und man ein bisschen Projekte sozusagen noch durch den Bundestag versuchen zu bringen, mit Hilfe der CDU, aber unter der Voraussetzung, dass dann so schnell wie es irgendwie geht auch Neuwahlen stattfinden. Und das sind zwei Punkte, bei denen man sich zwar eine Einigung, eine Kompromisslösung vorstellen kann, die aber noch relativ weit auseinander liegen. Und ich würde fürchten eigentlich, dass beide Seiten damit jetzt eigentlich schon auch den Wahlkampf eröffnet haben. Im Grunde genommen dreht sich die Frage der Neuwahl, darum dreht sich schon der Wahlkampf. Und die SPD hat ein sehr starkes Interesse, ich finde, das ist deutlich geworden, mit Scholzens Vorstellung, wann er die Vertrauensfrage denn stellen möchte, dass die SPD und dass der Kanzler sehr klar gerne auf Zeit spielen möchte, um das eben halt in das Frühjahr zu verlängern. Und wir wissen ja, in der Politik kann immer viel passieren. Aber das ist natürlich eine Minderheitsregierung bis ins Frühjahr hinein zu verlängern. Also das ist wirklich kein Zustand, in dem man eigentlich Deutschland sehen möchte. Ganz und gar nicht. Danke Ihnen sehr für Ihre Einschätzung, Herr Lemke. So, da muss man erst mal durchatmen. Danke für das Gespräch.